Jeder weiß, wir bei Homesick Honda, wir hören auf unsere Community. Ihr habt euch eine Übersichtskarte gewünscht, also habe ich mal was zusammengebastelt. Also, im Juli 23 in Köln los, dann die erste Nacht bei Euskirchen in die Büsche gepflanzt, danach hier in Luxemburg, sehr schöner Schlafplatz am Fluss, hier bei Metz auf die Wiese geknallt, dann mal 2 Nächte auf dem Camping verbracht, ein bisschen ausgeruht, hier hinter der Picknickhütte, dann schöner Naturcamping im Wald, hier das Flüsschen Ognon bei Besançon. Dann haben uns 2 verregnete Nächte zu diesem schönen Platz am Mont Blanc geführt, wo wir heute wieder einsteigen. Was ist hier das Symptom? Ich habe halt mal ein bisschen Inspektion gemacht, festgestellt, dass das Heck mehr Bewegung hat, als ich das kenne. Und dann dachte ich, wo bewegt sich's eigentlich? Und ja, der ganze Heckrahmen, der hier von irgendwem eingeschweißt wurde, das sind wirklich nur 2 Punkte, ne? Sieht aus wie 2 Punkte, ja. Das muss geschweißt werden. Was natürlich extrem ungünstig gerade ist, weil wir ja hier diese Trails gerade besonders schön finden. Tja, sucht man sich nicht aus. Ich bin jetzt abgeturnt. Aber ich bleib cool, weil das ist meine Profession. Ich erinnere dich dran. Papa mit gebrochenem Heckrahmen. Hat jetzt alles Gepäck auf die Sitzbank geladen. Hat jetzt natürlich kaum Bewegungsfreiheit. Oh. Boah. Okay. Da war ein bisschen Kontrollverlust, aber im Stehen ist echt besser als im Sitzen. Da kann man noch mehr ausgleichen. Ist ja klar auch eigentlich, aber irgendwie fühlt man sich halt wohler im Sitzen auf dem Motorrad, weil man das immer so gewohnt ist. Oh yo, oh yo. Oh. Fuck. Oh Mann, tut mir leid. Ja, sollen wir anfangen? Sehr gut. Oh. Hängt jetzt auf dem... Ach so, wahrscheinlich die ganze Platte. Puh. Das war ja dumm. Oh. Das sieht irgendwie sehr krumm aus. Was ist da krumm? Ich hoffe nur die Lampe und das ganze Ding und nicht das Vorderrad. Vielleicht auch ein bisschen mehr Abstand. Ja, mache ich auf jeden Fall. Die Maske ist schräg, ja. Und die Lampe auch, ne? Ja. Und bei uns, ja, Blinker ist auch verboten. Ja. Boah, das Vorderrad wackelt so. Das ist jetzt auch... Doch, das ist voll schräg. Okay. Hätten auch hier über die Straße fahren können. Aber schön. Boah. Oh. Ja. Ich würde weiter. Müssen wir sonst alles zurück. Ach du Scheiße, ich will zurück. Okay, Abbruch, das war zu krass da. Der Trail. Uiuiui. Wir fahren jetzt ein bisschen Straße. Ich bin so erschöpft. Nicht mal das Frühstück verdaut.
Papa fragt nach dem Schweißer. Er schüttelt den Kopf. So, wir fahren jetzt in den nächsten großen Ort. Das ist allerdings 50 Kilometer südlich von hier. Ja, weil der Trail war für uns in unserem aktuellen Zustand, sowohl der Maschinen als auch der Männer, unfahrbar. Papas gebrochenes Heck, in das ich dann noch mal reingescheppert bin. Damit ist es auch besser, jetzt Straße zu fahren. Und ich werde mir da definitiv auch ein Postoffice suchen, meinen Kram nach Hause schicken. Vielleicht sortiere ich noch irgendwas aus. So oft wie ich das Moped hinlege und anheben muss, muss ich einfach Gramme sparen. Schlafsack könnte ich auch einen neuen kaufen aus Daune, mit Daunenfüllung. Das wäre schon viel Geld, nur für so ein paar Gramm. Ja, wäre eigentlich sinnvoll. Groß ist nicht so schlimm da vorne, aber schwer ist er schon. Hier gibt es bestimmt geile Trails. Aber auch schwierige, steile. Und die Straße ist auch sehr geil. Ah, eine Post. Muss ich mal einen Scheiß abgeben. Jetzt erstmal erholen, wa? Er explodierte in der oberen Atmosphäre und wirkte auf alle Länder der Erde. Aber wer sollte sich denn eine Waffe ausdenken, die den Menschen das Augenlicht zerstört? Jede Nation auf der Erde, die wohlhabend genug war und sich bedroht fühlte. Ein Fadeneinfädler, wenn du den nicht in die Nadel kriegst. Mit Originalwappen. Ja, ja. Von unserer gestrigen Performance etwas abgeturnt und von südlicherem Klima gelockt, haben wir dann beschlossen, erstmal ein paar Asphaltkilometer zu machen. Das hat aber zur Abwechslung auch mal ziemlich Bock gebracht. Ja, hier sind wir fatalerweise auch einmal auf der Autobahn gelandet. So schlimm stand es dann aber auch noch nicht um uns, da sind wir schnell wieder runter. Ja, hier brauchte ich dringend Sprit, aber mit meiner mickrigen Hupe konnte ich da immer keine Aufmerksamkeit erregen. Aber wenn wir schnell genug fahren, reicht der Sprit ja vielleicht noch bis zur nächsten Tanke.
Gegen Abend wurde es dann auch landschaftlich wieder viel schöner. Also perfekt zum Arbeitsplatz. Am Arsch, ich arbeite doch nicht, Junge. Gegen Abend wurde es dann auch wieder landschaftlich viel schöner. Also perfekt zum Schlafplatz finden. Basel hoch, ey. Hä? Kein Wort verstanden. Oh. Ein Gurt ist lose bei mir. Also ich weiß auch welcher. Der ist ganz schön lang. Ist mir das egal? Nee, nicht so ganz. Da, meine Hupe kann ja gar nichts, höre ich ja selber nicht. Genau. Stopfe ich den mal genauso schlecht wieder rein. Ein schöner Platz hier, ne? Ja. Die Bäume und so. Aber deswegen bist du nicht angehalten. Nee, ich war ein Gurtlose. Ja, hier ist doch super. Nur kriegt man keine Heringe im Boden hier, ne? Ja, das stimmt. Hier ist gut. Hier ist echt. Draußen regnet es richtig. Hier ist richtig drinnen. Ja, Schuhe aus. Läuft jetzt von da allerdings runter, das Wasser. Da ist es besser. Hier alles trocken. Sieht gut aus. Nicht so gut gespannt, aber der Stein da gibt nicht mehr her. Vielleicht ist ja nur ein Schauer. Ah ja, das Wasser fließt da lang. Das ist gut. Ja, in den Fluss rein. Ja.